In Johannes 5, Vers 19 sagt Jesus, dass er nur das tun kann, was er den Vater tun sieht. Und einige sagen jetzt, wie kann Jesus Gott sein, wenn er abhängig von Gott ist? Das geht doch nicht. Lass uns den Text wirklich verstehen und Johannes 5, Vers 18 vorher lesen im Kontext und danach Johannes 5, Vers 19, um zu sehen, was Jesus wirklich meint. Johannes 5, Vers 18. Darum waren die Juden noch mehr darauf aus, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich damit Gott gleichstellte. Die Juden waren wütend auf Jesus, denn sie sagten, dass Jesus sich selbst mit Gott gleichgestellt hat. Und erst deshalb antwortet Jesus mit Johannes 5, Vers 19. Man kann seine Antwort in Johannes 5, Vers 19 nicht verstehen, ohne die Kritik in Vers 18 zu kennen. Denn Jesus redet über seine Beziehung zu Gott, dem Vater. Und auf diese Kritik geht Jesus jetzt ein. Jesus aber sagte zu ihnen, Johannes 5, Vers 19, Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Hier geht es wieder um die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Nicht nur um die Beziehung zwischen einem Propheten und Gott, wie einige Muslime es gerne sehen würden. Aber es stimmt, Jesus kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Er sagte aber auch in Johannes 10, Vers 30, Ich und der Vater sind eins. Also ist es nun logisch, wenn Jesus nur dasselbe tut wie der Vater, denn sonst wären sie ja nicht eins. Zum anderen, Abhängigkeit von Gott, dem Vater, das ist so zu verstehen, wie Jesus es meint. Es heißt nicht, dass Jesus keinen eigenen Willen hat. In Johannes 10, Vers 17 sagt er, Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Und jetzt kommt's. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe die Macht, es zu geben, und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus war hier also definitiv nicht gezwungen, dem Vater unterstellt zu sein, denn es war seine eigene Entscheidung. Niemals wird er als willenlose Marionette beschrieben. Im Gegenteil, Jesus erfüllt freiwillig den Auftrag seines Vaters, ich gebe es aus freiem Willen. Es geht hier also immer wieder um die Beziehung zwischen Gott dem Vater und dem Sohn Gottes. Besonders geprägt ist ihre Beziehung durch Liebe. In Johannes 17, Vers 24 sagt er, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Und diese Beziehung gibt es nicht erst seit Jesus auf der Welt war, wie einige es vielleicht gerne sehen würden, sondern bereits vor der Erschaffung der Erde. Jesus sagt, Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. In Johannes 17, Vers 5.